Herzlich willkommen hier zurück auf dem Georeference-Kanal. Heute mache ich mal eine etwas andere Folge, und zwar wird sich der eine oder andere vorstellen können, wenn man so eine Sammelleidenschaft hat, da hat man auch immer mal Dinge dabei, die nicht unbedingt so in die Sammlung an sich passen, aber aus irgendeinem Grund den Weg zu einem gefunden haben. Und zwar beginne ich dann mit der Rubrik so, das dies und das, wo alles reinkommt, wofür ich sonst keine Liste habe auf dem YouTube-Kanal. In der ersten Folge möchte ich euch ein ganz besonderes Stück vorstellen. Und zwar habe ich irgendwann mal über eine Haushaltsauflösung einen, ja, kenne ich unter der Bezeichnung Veteran, Reservisten, Soldatenkrug bekommen. Zeitlich einordnen kann ich den Krug leider nicht. Dafür fehlen mir ein bisschen die Skills, was so Biergläser etc. angeht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt so möglich ist. Und zwar ist es üblich, dass zum Teil aktive Soldaten sich irgendwelche besonderen Tassen, Becher, Teller, wie auch immer, haben machen lassen oder eben auf Reservistenveranstaltungen, Veteranenveranstaltungen es diese eben gab für die Teilnehmenden. Und zwar habe ich hier einen Bierkrug mit Deckel mit der Gravur U566, also für das Unterseeboot 566, was im Dienst der Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg stand. Darauf ist eine sehr schöne Gravur eines Typ 7C Bootes. Die Gravur passt nicht 100% zum U-Boot 566. Zwar ist es die gleiche Baureihe, aber die Gravur hat einen längeren Turm. Ich glaube, das nennt sich dann beim U-Boot auch Wintergarten, das was dahinter steckt, wo die Flakaufbauten drauf sind. Und den langen Turm hatte das Boot nicht. Ich bin aber jetzt auch nicht davon ausgegangen, dass sie das genau 1:1 damals machen lassen konnten, wollten, wie auch immer, sondern man hat einfach ein U-Boot genommen und das dann graviert. Ich selber habe dieses Bierglas aus einer Auflösung, Haushaltsauflösung, und zwar lebte dort ein ehemaliges Besatzungsmitglied des U-Bootes 566 und nach dem Tod des Mannes sind diese Sachen dann im Verkauf gelandet und ich sah diesen Bierkrug als sehr erhaltenswert an und habe ihn dann an mich genommen. Ja, ich hoffe, man kann das soweit auf der Kamera erkennen. Ich mache nochmal ein paar Detailshots. So, jetzt im Allgemeinen. Sowas begegnet mir relativ selten. So Reservistenkrüge und so weiter, das findet man relativ oft von verschiedenen Einheiten oder auch mal Teller, weil früher war es ja immer noch gang und gäbe, dass man sich sowas als Deko hingestellt hat oder auch Wandteller aufgehangen hat, etc. Das ist ja heute nicht mehr so in Mode. Und natürlich, gerade bei U-Boot-Besatzungen, es haben nicht sonderlich viele überlebt, dass man da noch viel von finden könnte. Aber bei U566 lief das Ganze ein bisschen besser für die gesamte Besatzung. Und zwar wurde das Boot in Hamburg bei Blom und Voss fertiggestellt und am 17.04.1941 in Dienst gestellt unter Kapitän Dietrich Borchardt. Von diesem Tag bis zum 24.07.1942 war Kapitänleutnant Dietrich Borchardt eben Kapitän auf dem Schiff. Vom 25.07.42 bis 24.01.43 Oberleutnant zur See Gerhard Remus und vom 25.01.43 bis 24.10.43 Kapitänleutnant Hans Hornkohl. Das U-Boot gehörte zur ersten U-Flottille, also erste U-Boot-Flottille, zwar von dem Tag der Indienststellung bis zum 24.10.1943, welcher der Tag der Versenkung ist. Dabei war es im ersten Abschnitt seiner Dienstzeit natürlich als Ausbildungsboot gedacht für die Besatzung und den Kapitän und war dann ab dem August 1941 als Frontboot der ersten U-Flottille in Brest eingesetzt. U566 konnte auf seinen 11 Feindfahrten 6 Schiffe versenken, ein Kanonenboot und hat 2 Flugzeuge abgeschossen. Im Verlauf des Krieges schossen sie auch 2 Flugzeuge ab, die das U-Boot angegriffen haben. Und zwar kam dieses Boot relativ häufig wurde sehr häufig durch Flugzeuge bedrängt, auch bombardiert mit Wasserbomben, öfter mal beschädigt, musste dann die Einsätze abbrechen und wieder zurück in den Hafen für Reparaturarbeiten, wurde aber auch mal von einem anderen Schiff während eines Konvoiangriffs gerammt und so wurde der Turm so schwer beschädigt, dass auch diese Feindfahrt abgebrochen werden musste und das Boot zurück in den Hafen musste. Im Sommer 1943 befand sich U566 in einer Minenunternehmung vor der Ostküste der USA und verlegte dort auch Seeminen.
Am 24. Oktober 1943 wurde das U-Boot im Nordatlantik von einem Wellington-Bomber mit Wasserbomben angegriffen, dabei so schwer beschädigt, dass das U-Boot selbst versenkt werden musste. Dabei überlebten aber alle der 49 Besatzungsmitglieder und wurden durch einen Fischkutter aufgenommen. Danach verlegte die ganze Besatzung wieder zurück nach Deutschland, um ein neues U-Boot zu übernehmen. Die komplette Besatzung übernahm dann im Anschluss, nachdem sie wieder nach Deutschland zurückgeführt wurden, das U-Boot 1007. Mit dem fuhren sie aber keine großartigen Einsätze mehr und im weiteren Verlauf des Krieges sind noch 2 Besatzungsmitglieder während eines Flugzeugangriffs verstorben und somit hat ein Großteil der Mannschaft den Krieg überlebt. Das wird auch ein Grund sein, warum man denn nochmal hier so einen U-Boot-Krug gefunden hat von Veteranentreffen, weil es die Besatzung einfach noch in der Masse geschafft hat, diesen Krieg zu überleben. Ja, das wollte ich euch einfach mal zeigen, diesen hübschen Krug, und bin mal gespannt, was ich so das nächste Mal in diesem neuen Themenbereich für euch habe, und dann schauen wir uns das nächste Mal irgendwas anderes an. Vielen Dank fürs Zusehen, seid beim nächsten Mal gerne wieder mit dabei und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!